Hallihallo, meine lieben Ritter und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sherlock Holmes. Wir sind im zweiten Fall, das Rätsel auf den Gleisen. Haben hier ein paar Zettel eingesammelt beim letzten Mal. Genau. Einmal die Karte und einmal die Zugzusammenstellung. Aha, und das sollen wir erfragen, alles klar. Huch, das war ein Telegramm. A telegraph. Den hatten wir schon mal irgendwie. Achso, ja, ich glaube, ich habe hier irgendwie beendet, genau. Ja, das Spiel hat so ungenaue Speicherpunkte, aber im Prinzip nach jeder Aktion wird gespeichert, aber wir fragen den jetzt mal hier nach der Zugzusammenstellung. Sonderwagen, genau, das hat es denn damit auf sich. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows. And they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private. And it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. Ah, okay. Was ist denn mit den Fahrgästen? Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. What kind of problem that they didn't say? That is interesting. Okay. Bahnhof Bridlington. Wieso hat der denn da die Nachricht geschickt? You mentioned a problem at Bridlington station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. Ah, okay. See you later, my good man. Cool. Dann wissen wir jetzt wieder ein paar Sachen mehr. Bridlington ist da oben. Ach, vor Nottingham. Aha. So. Zug war verspätet. Der Bahnhofsvorsteher von Evesham erhielt eine Nachricht, dass sich der Zug aufgrund von Problemen mit den Fahrgästen am Bahnhof von Bridlington verspäten würde. Ja, das ist ja heutzutage nichts Neues, wenn der mal Verspätung hat. Das ist ja fast schon normal. Aber es liegt meistens nicht an den Fahrgästen. Soll ich mal mit ihm nochmal reden? Nee. Okay, dann müssen wir das in Bridlington machen. So, da möchte ich jetzt gerne mal hin. So, Herleitung mache ich noch nicht, weil dazu haben wir einfach noch zu wenig Informationen. Da wüsste ich jetzt noch gar nicht, was ich machen sollte. Wurde uns ja auch noch gar nicht angezeigt. Okay, jetzt sind wir in Bridlington. Aha, hier sieht es aber auch ganz nett aus. Okay. So, wer bist du? Ein wütender Fahrgast. This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Genau. Bin ich auch dabei. So. Abchecken. Arbeitskleidung, okay. Also ist er vielleicht auf... Ah, Moment, da ist was. Billige Fahrkarte. Okay, also scheint nicht der reichste Mensch zu sein. An den Fingern ist nichts. Doch, da. Raue Haut. Das sieht man. Okay, also es scheint ein Arbeiter zu sein. Irgendwas fehlt noch.
Okay, checken wir nochmal. Irgendwas ist noch nicht ganz klar. Raue Haut. Hier irgendwo. Hä? Hä? Okay. Was könnte denn da noch dran sein? Hier ist nichts. Ich gehe mal zurück. Hier irgendwo muss doch noch was sein eigentlich. Hier ist ein Knopf. Das sind ganz normale Knöpfe. Vielleicht die Hose irgendwie? Nee. Ach, da ist noch ein Ehering. Ah, okay. Ja, was ist denn los? Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Okay. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared. But I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a ticket. Okay, also sie sind reich. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. Okay. Also ein paar Spanier, die da irgendwie den Zug für sich gekapert haben. Und die anderen mussten alle hier aussteigen, oder was? So habe ich das jetzt verstanden. Wir können aber auch gerne nochmal nachlesen. So. Gestern Abend saß ich wie immer mit meinem Kollegen im Zug und war unterwegs nach Hause. Dann kam aber dieser lächerliche Kontrolleur und behauptete glatt, unsere Fahrkarten seien ungültig. Er forderte uns auf, den Zug zu verlassen und war dabei äußerst unfreundlich. Waren Sie ja... Okay, ja, ich habe mitbekommen, dass er verschwunden ist, aber das interessiert mich nicht, denn wir wären sowieso früher ausgestiegen. Ach so, okay. Die wurden also tatsächlich hier rausgeschmissen. Das ist ja krass. Den Händen und der Kleidung dieses Mannes nach zu urteilen, ist er ein Facharbeiter. Er hat kein Gepäck und ist alleine. Er reist nicht und ist auch nicht im Urlaub mit seiner Frau. Er fährt täglich mit dem Zug zur Arbeit und wieder zurück. Hey, das mache ich auch. Aber mein Zug ist noch nicht verschwunden. Manchmal ist er nicht aufgetaucht, aber er ist noch nicht verschwunden. Von daher dürfte er sich nicht nur mit dieser Linie und den Stationen gut auskennen, sondern auch mit den anderen täglichen Zugreisenden. Okay. Ja, man hat ja tatsächlich so seine Leute, die jeden Tag, die man jeden Tag im Zug sieht. So, und der Dicke hier, Mr. Robinson. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Oh mein Gott, was für ein Vollidiot. Sherlock Holmes. So, was sind wir denn hier? Australischer, ach so, das ist der Hut, australischer Hut. Ja, der hatte auch so einen komischen Dialekt, ne? Teure Kleidung, das komplette Gegenteil zu dem da drüben. Schwerer Goldring. Ja. Der hält sich für wichtig.
Und teure Schuhe aus Krokodilleder. Mr. Robinson. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. Woher weiß er denn jetzt, dass er Mr. Robinson ist? Wurde das schon mal erwähnt? Ach, ich kann mir sowas mal jetzt schlecht merken. Mit Namen und sowas habe ich nicht. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Ach so. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention. But I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. Okay. Fangen wir mal oben an. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazes Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazes Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. Okay. Auf welchen Wert beläuft sich denn dieser Prototyp? This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in, and yet I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damn train. Also seine Apparatur war in diesem Sonderwagen, ja. Und da waren diese Firmenbesitzer mit an Bord. Und warum ist er jetzt hier? Also... Mr. Robinson, could you please clarify? Were you travelling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. The ticket inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Barcazes Chilean Company. Ich glaube eher, der wurde hier ein bisschen verarscht, dass dieser Mr. Bromsby schon lange im Zug war und der hier einfach den raushaben wollte. Huch, Watson, ey, steht da mir nicht immer so im Gesicht rum. So, wo ist denn jetzt der junge Mann hier von der Eisenbahn? Hier. Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Jo, aber erstmal checken wir dich wieder ab. Man weiß ja nie. Junges Alter. Ja gut, das hätte ich jetzt auch noch feststellen können. Also, der ist noch nicht so lange im Geschäft wahrscheinlich. Der ist ja auch ziemlich unsicher. Saubere Kleidung. Vorschriften. Ah ja, genau, da kann er immer mal wieder nachlesen. Und Tintenflecken. So, was gab es denn für ein Problem? Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham.
But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with 2 furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. Das hat er doch auch schön auswendig gelernt. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did. And I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Aha. Aber... Hä? Berichte der Vorsteher sind vertraulich. Jetzt bin ich etwas unsicher, was ich hier auswählen soll. Der Zug war verspätet. Das hat ja damit nichts zu tun, ne? Streckenkarte. Streckenkarte. Zugzusammenstellung. Unerfahrener Vorsteher. Warte mal, ich guck mal, ob ich irgendwas... Der Bahnhofsvorsteher von Bridlington hat seine Ausbildung erst kürzlich beendet. Der Posten am Bahnhof ist nun seine erste Anstellung und er nimmt die Arbeit sehr ernst. Okay, ja, soweit habe ich es auch noch verstanden. Die Besitzer der Firma Barcasas blieben am Bahnhof von Bridlington an Bord des Zuges, während alle anderen Fahrgäste den Zug verlassen mussten. Robinson stieg aus. Mr. Robinson verließ den Zug, weil er ein Telegramm erhalten hatte. Daran stand, dass sich eine wichtige Person, ein gewisser Mr. Bromsey, mit ihm im Wartesaal des Bahnhofs von Bridlington treffen wolle. Okay, Bahnhofsvorsteher von Bridlington ist relativ jung. Er versucht, seine Uniform sauber zu halten und seine Arbeit perfekt zu erledigen. Frische Tintenspuren an den Fingern seiner rechten Hand und den Vorschriftenkatalog, den er bei sich hat, deuten darauf hin, dass er sehr eifrig ist und alles richtig machen will. Es hat den Anschein, dass er gerade erst die Ausbildung abgeschlossen hat und dies seine erste Arbeitsstelle ist. Ja, ich würde sagen, du bist einfach nur sehr unerfahren, oder? Weil das andere... damit nichts zu tun. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Ah, that is... Well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. Okay, in Chesterfield also. What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Okay. Bahnhof Chesterfield. Zulna Nummer 324, Ankunft U0:30 Uhr, Abfahrt im 0:35 Uhr. Das ist ja toll, also super. Erfragen. Der Bericht des Bahnhofsvorstehers von Chesterfield über den verschwundenen Zug strotzt nur so von Fehlern und ist kaum zu verstehen. Es ist nicht klar, ob er bestätigt, dass der Zug den Bahnhof passiert hat oder nicht. Chesterfield.
Kann man da nicht hinten durchklicken? So. Das haben wir ja alles schon. Hier fehlt noch irgendeine Person. Gut. Hier können wir noch ein bisschen Spalt im Boden. Aha. Sonst noch irgendwas? Blatt Papier. The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. Aha. Versicherung, Scheinnummer 256458. Versicherung abgeschlossen von Thomas L. Robinson für seinen Prototyp mit der Bezeichnung autonomer Stromgenerator. Diese Versicherung deckt den Totalschaden oder den wirtschaftlichen Totalschaden am Prototyp bis zu einer Höhe von 50% des Gegenstandswerts. Maximale Deckungssumme 15.000 Pfund. Versicherungsdauer 1 Jahr, verlängerbar. Okay, was macht der denn hier? Das ist ja seltsam. Das ist ja seltsam, warum der da eingeklemmt ist. Gut. Ich gucke gerade auf die Uhr und sehe, es ist schon wieder Zeit, die Folge zu beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier und gucken mal nach Chesterfield. Bis dann. Ciao.